Caravan-Salon Düsseldorf 2023. Wir sind in der Premium-Halle 5 am Stand von Bimobil und neben mir steht der Stefan Christner. Hallo. Ja, grüß dich, Sandra. Wie läuft es denn bisher auf dem Caravan-Salon? Wir sind sehr zufrieden. Es ist nicht so voll, wie wir das üblicherweise erwartet haben und von den Jahren vor Corona kennen. Aber die Leute, die auf dem Stand sind, sind sehr interessiert. Also wir sind sehr zufrieden, so wie es läuft. Ja, ihr baut Reisemobile, mit denen man um die Welt kommt, oder? Ja, richtig. Das ist unsere Spezialität. Wir kommen eigentlich vom Reisemobilbau und Pickup-Bau, machen das jetzt seit 46 Jahren. Der Leitspruch meines Onkels, Firmengründer, war, ich wollte einfach nur gute Reisemobile bauen. Das hat aber so gut gemacht, dass es unseren Kabinen egal ist, ob die auf einem Offroad-LKW stehen oder auf einem Pickup oder auf einem normalen Fahrgestell. Und irgendwo hat sich der Trend so ergeben, dass wir immer mehr in Richtung Fernreise und Offroad gegangen sind. Also da kommt man sowohl in Berglandschaften als auch in die Wüste. Alles kann man damit bewältigen. Gerade wenn man so ein EX462 nimmt, ein Iveco Eurocargo 4x4 mit sehr großen Rädern, 14.0 Räder, also die sind schon sehr, sehr mächtig. Zweitgrößte Radgröße, die so auf dem Markt ist im Offroad-Bereich. Und das ist schon fast Unimog-Niveau und da kommt man, also ich sage immer so, wenn ich mit dem Fahrzeug nicht mehr weiterkomme, will ich da auch gar nicht mehr fahren, weil dann gibt es ganz viel Bergeaktion und Schaufeln und so weiter. Okay. Ja, wir wollen euch in dem Video mal 3 Fahrzeuge zeigen und wir gehen im Speziellen darauf ein, welches Fahrgestell ist für wen am besten geeignet und welche Kabine kann man denn dann damit kombinieren. Hier haben wir den EX462. Erzähl mal, was macht den denn ganz besonders und was macht den denn aus? Oder für wen ist der auch gut geeignet? Genau, so wie du es gerade angesprochen hast, wir haben jetzt mit dem neuen Fahrzeug, was wir gleich vorstellen, eine Familie. Und wir fangen jetzt mit dem Kleinen an. Der EX462, das ist das Fahrzeug, vor dem wir stehen, hat einen kurzen Radstand, ist damit sehr wendig, hat eine relativ kompakte Kabine mit 4,62 m. Und hier liegt die Betonung aufs Offroad-Fahren. Kurz, wendig, hochgeländegängig und eine schon sehr komfortable Wohnkabine, aber noch nicht mit separater Dusche und mit Querbetten. Ja? Ist aber für die Leute, die viel fahren und viel Offroad fahren, genau das richtige Konzept. Ja, welche Länge haben wir hier insgesamt? Wir haben hier eine Länge, ich muss noch mal immer schnell spicken, Länge von 7,64 Meter. Ja, 7,64 Meter. Also, ja, du sagst eher das kleinere Kaliber bei euch, schön wendig und es gibt natürlich auch noch ein Ersatzrad und Co. Hast du die Klappen und so alles geöffnet? Was gibt es denn noch an Ausstattung? Also ich bin kein Camper, aber so Weltreisen, das ist ja nochmal eine Sache an sich. Was muss man denn immer dabei haben? Oder was ist was, wo du sagst, ohne geht gar nicht? Also das Ersatzrad, was wir gerade gesagt haben, ist was ganz Wesentliches. Die Räder sind richtig schwer, 180 Kilo so ein Rad. Das heißt, man braucht auch eine Vorrichtung, wo man das Rad sinnvoll runterbekommt, sinnvoll handhaben kann. Die Idee ist, wir schwenken den Träger runter, sodass das Rad vor einem steht und ich kann es dann wegrollen. Und auch das defekte Rad wieder draufrollen und hydraulisch wieder hochziehen. Ja. Durch die Hydraulikpumpe hängt auf dem Nebenabtrieb, haben wir dann noch eine hydraulische Winde vorne dran. Ich glaube, die habt ihr gerade schon gefilmt. Genau, und wir haben einen leistungsfähigen Kompressor, der mir 700 Liter in der Minute bringt. Und damit kriege ich die Reifen auch relativ zügig wieder aufgeblasen, wenn ich im Offroad fahre, im Sand, im Schlamm, im Schnee, den Reifendruck runternehmen muss und die Flächenpressung zu erniedrigen, dass ich nicht so tief einsenke. Ja? Wenn wir mal kurz um die Ecke schauen. Ja, das habe ich schon gelernt. Wer Offroad fährt, der hat muss ab und zu auch mal Luft rauslassen, um eben die Fläche zu erhöhen. Genau. Und hier ist das. Und das ist die Regelanlage TI Systems. Ja? Das heißt, ich stelle hier, wenn Druck drauf ist, dann sehe ich, wie viel Druck auf dem System ist. Und dann kann ich hier einstellen den Solldruck. Ich fahre zum Beispiel mit 6 Bar und hätte gern 2 Bar. Dann stelle ich hier 2 Bar ein und dann fährt er mir auf 2 Bar runter. Wenn ich dann wieder hoch will, sage ich wieder 6 Bar, drehe auf 6 und pumpt mir hoch und hört von alleine auf. Das heißt, ich habe Zeit für was anderes. Nochmal alles aufräumen, alles durchchecken, Füllstände kontrollieren. Das ist eine sehr, sehr praktische Sache und was ganz Wesentliches, wenn ich Offroad fahre. Was haben wir hier noch drin? Viel Platz. Viel Platz.
Ah, also in einem Wohnmobil würde man sagen Heckgarage. Nennt man das hier auch so? Das ist Heckgarage, genau. Keller. Genau, ja. Genau. Und, Hier hinten Sicherung haben wir sehe auch die große Elektroanlage mit dem ICC 3000. Das ist ein 3 kW Wechselrichter-Ladegerät-Kombi. Dann haben wir noch unsere Sicherungsbox mit einem ISO-Wächter und einem FI-Schalter. Also wir fahren sehr, sehr hohe Leistungen, was 230 Volt und 12 Volt angeht. Wir haben eine 230 Volt Lichtmaschine drin, die 5 kW bringt während der Fahrt. Das heißt, wir können damit mit 120 Ampere laden, sodass wir die Batterien auch sehr schnell wieder voll haben während der Fahrt. Und ich kann parallel dazu die Klimaanlage laufen lassen während der Fahrt, sodass ich abends mit vollen Batterien und kühlem Wohnkoffer ankomme. Das ist eine sehr, sehr komfortable Sache. Ja, spannend. Und was mir auffällt, bei euch fast schon charakteristisch ist das große Fenster im Wohnbereich, ne, in der Kabine. Ja. Gibt es noch von außen was du uns zeigen möchtest, oder sollen wir einfach mal rein? Wir können hier noch mal reinschauen. Entschuldigung. Gastank. Aha, Das ist immer Gastank. eine sehr feine Sache, so ein Gastank. Kriege ich zwar nicht überall Gas rein, aber ich brauche ja auch nicht so viel Gas, wenn ich hauptsächlich mit Diesel heize und mit Gas nur warm Wasser mache und koche. Ja, sodass mir das eigentlich eine sehr, sehr praktische Sache ist, die wir auch entsprechend empfehlen. Dann gehen wir mal rein, oder? Ja. Ja, Allrad 4x4. Ich habe schon gesagt, wer ein Allrad fährt, das steht dann auch immer sehr groß obendrauf. Das heißt, man ist als Allradfahrer stolz, dass man ein Allrad hat, oder? Man ist da sehr stolz drauf, ja. Das ist ja eine besondere Reiseform und auch irgendwo eine Lebenseinstellung. Und die Leute, die zeigen das und sprechen schon drüber. Genau. Ja, hier drin haben wir haben schon auf der Abenteuer Allrad gedreht in Bad Kissing. Genau. Da habe ich Bimobil schon so ein bisschen kennengelernt. Und ja, auch eure Innenausstattung ist eigentlich charakteristisch, ne? Das ist sehr charakteristisch, ja. Das polarisiert etwas. Es gibt Leute, die mögen es gar nicht. Wir haben Ja. aber sehr, sehr viele Kunden, die es genau deswegen ein Bimobil kaufen, die über die Möbel streichen und sagen, das ist einfach Schreinerqualität und das ist toll. Ja, ihr habt auch, ich denke, lange daran gearbeitet, welche Materialien am besten geeignet sind Ja. und welche Materialien auch langlebig sind. Weil je nachdem, wo man das Fahrzeug fährt, sind es jetzt Minusgrade, sind es jetzt plus 40 Grad, das Material bewegt sich ja, das lebt. Und Genau. wenn da irgendwie bei Holz dehnt sich ja aus, wenn es warm ist, wenn da irgendwas kaputt geht, das ist natürlich nicht so amüsant. Ne? Das darf nicht passieren, nein. Wie gesagt, wir haben sehr, sehr viel Erfahrung. Unsere Kunden sind wirklich weltweit unterwegs, zu allen Jahreszeiten. Ich weiß von Kundenberichten, die bei unter minus 40 Grad draußen waren. Und das hat sehr gut funktioniert. Und andere Kunden sind bei plus 45, 50 Grad draußen. Auch da muss das sehr, sehr gut funktionieren. Und klar, ich muss auf der einen Seite eine gute Heizung haben, auf der anderen Seite eine Klimaanlage. Aber die Materialien müssen es trotzdem abkönnen. Ja. Wir haben 45 mm Wand- und Dachstärken. Das heißt, wir haben halt außen, wenn ich runterkühle, irgendwo 40 Grad, 45 Grad. Die Außenhaut selber hat dann 60, 70 Grad, wenn die Sonne drauf steht. Und innen haben wir dann irgendwo 23 Grad runtergekühlt. Das heißt, auch die Temperaturdifferenz müssen die Materialien die Wände abkönnen. Ja, und welche, jetzt bei dem Schlagwort heizen oder klimatisieren, welche Heizung habt ihr, welche Klimaanlage gibt es hier drin? Wir arbeiten normalerweise hybrid. Das heißt, wir haben eine Diesel- und eine Gasheizung. In dem Fall ist es eine Vale-Gasheizung und eine Webasto-Dieselheizung. Und haben noch einen Vale-Gasboiler. Das ist einfach, weil man da 3 separate Geräte hat, die man dann bei den kleinen Grundriss entsprechend sinnvoll platzieren kann. Klimaanlage ist noch mit drinnen. Ja, man sieht hier die Schaltzentrale. Genau. Und ich kann aber auch durch die kleine Luke ins Fahrerhaus, oder? Ja, In die kannst du gerne mal aufmachen. Wie geht? Übernimm du am besten. Einfach drehen. Mutig drehen. Mutig drehen. Ja, das ist natürlich ein schmaler Einstieg, aber es gibt für ins Fahrerhaus natürlich auch 2 Türen, in Und die wir man haben einsteigen eben kann. im Fahrerhaus das Bett gelassen. Aha. Das macht Sinn, wenn man mal auf Langstrecke ist, dass man sich im Ausland, wo nicht so genau geguckt wird, auch während der Fahrt mal schnell lang macht, um einfach da zu sein, wenn der Fahrer dann Hilfe braucht. Und es ist auch eine tolle Sache in Regionen, wo man einen Guide mitnehmen muss, dass man sagt, der kann hier hinten mitfahren oder einer der Reisenden ist hier hinten und der Guide kann im Fahrerhaus schlafen. Ah, cool. Ja. Und Ja, ansonsten- wenn der dann gut geschlafen hat und gut gelaunt ist, ist die Reise auch besser. Ja, das ist das Wichtigste. Ansonsten haben hier, wie bei euch üblich, hier die Sitzecke,
ein kleines Badezimmer. Das Besondere an dieser Familie ist, dass wir, ich zeige das eben nochmal, wenn wir hier zumachen, hier nochmal die Sitzbank durchgezogen haben mit so einem kleinen Podest. Schuhe anziehen, mal schnell absetzen, mal in die Ecke lümmeln und rausgucken. Und ich finde das sehr, sehr gemütlich hier. Man merkt auch bei den Gesprächen auf der Messe, hier sitzt immer jemand. Ja, das Fenster nach draußen ist natürlich immer ein besonderes Highlight. Man kann es aber auch nur das kleine Fenster öffnen, richtig? Genau, die große Klappe ist dann zu und dann habe ich ganz normal das Fenster und nachdem das die KCT-Fenster sind hier, auch mit einem sehr dichten Mückennetz, das heißt belüften, ohne dass man fremde Gäste hat. Ich mache gerade Film. Ja, Bett darf natürlich auch nicht fehlen. Und der Flo, der hat schon gefragt, warum 2 Wasserhähne. Ich wusste die Antwort, weil ich schon in Bad Kissingen gedreht habe. Aber das kannst du uns auch noch mal erklären. Genau. Wir haben hier einen Wasserhahn, der hängt direkt am Frischwasser. Ganz normal mit warm-kalt. Ja, wie man es von zu Hause auch kennt. Und hier ist ein zweiter Wasserhahn und der läuft über einen Keramik- und Aktivkohlefilter. Sodass also das Wasser, was ich schaue, dass ich möglichst Trinkwasserqualität im Frischwassertank habe. Das heißt auch beim Befüllen schon mal vorfilter. Und dann ziehe ich mir hier nochmal zusätzlich gefiltertes Wasser und wir trinken das auch. Wir haben keine Plastikflaschen, Berge mehr oder sonst was, sondern einfach nur Becher drunter halten und das schmeckt und den Hunden schmeckt's. Und bis jetzt, seit 2017 machen wir das so und wir haben noch kein einziges Mal unseren Magen verdorben. Ja, also wir sind ja in Deutschland und da hat eigentlich das Leitungswasser wirklich gute Qualität, aber im Ausland kommt das ja dann doch öfter mal vor. Allein dass schon in Südeuropa. Und selbst wenn Einheimische sagen, es ist Trinkwasser, heißt das noch lange nicht, dass wir das mit unserem Magen dann auch entsprechend vertragen. Ja, klar. Also ich würde grundsätzlich auch in Südeuropa schon einfach filtern. Ja, man weiß auch nicht, ob der Wasserhahn, den man nimmt, ob der entsprechend gepflegt ist und regelmäßig gespült oder ob man sich schon die ersten Legionellen da in der Leitung eingefangen hat. Und einfach grundsätzlich filtern, vorfiltern über Keramikfilter. Dann verkeime ich mir auch nicht den Frischwassertank und dann nochmal wie mit Netz und doppeltem Boden zweites Mal filtern und dann ist das eine super Sache. Gut, wir zeigen noch einmal kurz das Badezimmer und dann würde ich sagen, gehen wir, beziehungsweise du hast es Nasszelle genannt, ne? Badezimmer, Duschtoilette, Waschraum heißt es offiziell, aber das klingt fürchterlich. Aber auch sehr geräumig. Die Toilette kann ich eben Genau. rausziehen. Dadurch, dass ich die Toilette unterm Bett verschwinden lasse, ist hier ein sehr, sehr großer Duschraum, ja, wo man sich auch schön umziehen kann, bewegen kann und so weiter. Also das ist eine sehr, sehr bequeme Lösung und mit einem Handgriff ist die Toilette nach vorne gezogen. Was ist denn das älteste Fahrzeug, das von euch noch rumfährt? Weißt du das? Nein, Weil wenn weiß ich so ich nicht. die Materialien und so, ihr setzt ja auf Langlebigkeit, da würde ich schon gerne sehen, wie so das Fahrzeug gestern 20, war- 30 Jahre alt, wie sich die Materialien mit der Zeit verändern. Gibt es überhaupt eine Veränderung? Wir haben einen Oldtimer bei uns stehen, der ist von 83, glaube ich. Also schon richtig alt, 40 Jahre jetzt. Gestern waren Kunden da, denen ihr B-Mobil ist 31 Jahre alt. Wow, ja. Wir haben die Möglichkeit, einen Windhund zurückzukaufen. Mal schauen, ob das klappt. Der ist dann auch um die 30, 35 Jahre alt. Und also wir haben noch etliche Fahrzeuge, die älter als 30 Jahre sind. Also eine Investition fürs Leben, weil leider finde ich, in der Automobilbranche geht der Trend hin zu Leasing und eigentlich bestenfalls alle 2 Jahre das Auto austauschen. Ne? Aber das ist ja auch in puncto Nachhaltigkeit nicht unbedingt das Allerbeste. Ne? Gut, die Autos gibt es ja dann trotzdem, die werden dann weitervermarktet und so weiter. Die Autos fahren schon entsprechend lange. Wenn wir sie hier in Europa nicht mehr wollen, dann fahren die im Ausland noch. Die werden ja nicht in die Presse geschmissen. Ja gut, ich Aber weiß nicht. nichtsdestotrotz bin ich absolut bei dir, wenn man sich einmal was kauft und das vernünftig kauft, sollte man es auch ganz, ganz lange fahren. Wir machen Ja. das privat aber auch so. Unsere Autos, die geben wir frühestens nach 10 Jahren ab. Ja, in den älteren Autos konnte man auch immer noch selbst was schrauben, ne? Selbst mal einen Ölwechsel machen und heutzutage nichts mehr. Kann man nichts mehr machen. Aber da gibt es einen bösen Gegenspruch. Ein altes Auto kann ich reparieren, ich muss es aber auch. Ja, das stimmt. Gut, dann gehen wir weiter zum mittleren Modell. Ja. Wir wollen ja 3 Fahrzeuge. Einmal, das war der kleinste sozusagen. dazu? Und Dann hier gehen wir gibt es zum das
mittlere Modell auch noch mal auf einem anderen Fahrgestell, richtig? Richtig, den haben wir, das ist jetzt der EX540, Messe-Neuvorstellung, haben wir ausgemacht, machen wir gleich nochmal extra. Genau, also wir drehen noch ein Video. Wenn euch das Fahrzeug im Detail interessiert, dann schaut euch auch das andere Video bitte an. Genau. Und nachdem ihr gesagt habt, das ist eine Familie, haben wir jetzt einfach mit einer 5,40 Meter Kabine die nächste Größe. Den haben wir auch verschränkt hingestellt, dass man auch die Offroad-Fähigkeit und Verbindungsfähigkeit von den Fahrzeugen sieht. Wenn man jetzt hier kurz reinleuchtet, sieht man, dass der Basisfahrzeugrahmen und der Zwischenrahmen ganz schön aufgemacht hat. Ja, durch die Verschränkung. Das heißt, die Achsen kippen, der Basisfahrzeugrahmen, LKW-Rahmen, der verdreht sich und unser Zwischenrahmen ist steif. Und das Ganze ist über Elastomere und Führungen gelagert. Das heißt, wenn ich ihn so verschränke, ist er hier offen. Und wenn wir nach vorne gehen, Das heißt aber auch, ich kann im Prinzip quer stehen, aber die Wohnkabine Genau. ist immer und auch wenn gerade. man hier rein filmt, dann sieht man, dass auch hier Zwischenrahmen und Hilfsrahmen offen sind. Ja? Und damit holen wir uns eine sehr, sehr große Verbindungsfähigkeit. Man sieht auch, wie das Fahrerhaus im Vergleich zur Wohnkabine weggekippt ist. Ja? Das heißt, ich stehe zwar leicht nach oben, weil der Keil vorne ist höher als hinten, aber die Wohnkabine ist absolut gerade. Das Fahrzeug steht aber massiv verschränkt. Ja. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt beim Offroad-Fahren, dass ich möglichst lange 4 Füße auf dem Boden habe für die Traktion, fürs Weiterkommen, ohne dass hinten schon alles böse schaukelt und durchschlägt. Ja, wir haben ja ein Eurocargo. Wie sieht es eigentlich designmäßig bei euch aus? Wer konzipiert die Optik? Weil wir haben hier ja schon ein auffälliges Fahrzeug in Gelb lackiert. Gefällt mir persönlich sehr gut, aber ich kann mir vorstellen, manche sagen, Gelb, nicht so meins. Natürlich, wir haben, also beim Basisfahrzeug gibt es die entsprechenden Farbfächer von den Herstellern. Die sind ganz, ganz viele Farben, da sucht man sich was aus und das Design an der Wohnkabine passt man an. Wir haben weiße Wohnkabinen, silberne Wohnkabinen. Die allermeisten Leute im Offroad-Bereich nehmen Silber. Ja. Und das andere ist eine Folierung. Und da haben wir einen sehr guten Folierer, der auch ein guter Designer ist. Und wir haben dann immer so mal eine Idee, die wirft man ihm zu. Dann überlegt er sich was und dann geht es noch zweimal hin und her in Iterationsschritten und hinterher haben wir dann eine tolle Lösung. Ja, spannend. Dann gehen wir auch mal rein. Hier haben wir die Wohnkabine. Ist die gleich? Nee, die ist größer als Die ist größer. die von dem. Das vorher war eine 4,62 Meter Kabine und jetzt haben wir eine 5,40 Meter Kabine. Und wir sind bei rund 540.000 Euro. Ist natürlich ein Invest, aber Ja. ein Invest, der sich lohnt. Und damit kommt man um die Welt. Kennst du auch Familien, die damit um die Welt reisen? Also mit dem LKW, das ist kein Familien-LKW, aber den LKW, den wir selber fahren, der hat exakt diese Länge, gleicher Radstand, nur in Rot, du kennst ihn. Und wir haben den Grundriss des 462, haben vorne nochmal 80 cm fürs Bett von der Tochter und für die Box von den Hunden. Ja, ist also im cool. Prinzip ein verlängerter 462, was wir selber fahren. Auch hier sieht man wieder entsprechend viel Stauraum. Wieder mit der Batteriebank hinten drin und der Elektrik. So dass, wenn man die Deckel runter macht, man da auch sehr gut drankommt. Und welches Material ist das, wenn ich da so oben schaue? Das ist eine Sandwichplatte und das unten drunter ist GFK. Das ist das gleiche Material, wie wir auch die Bodenplatten machen. Das heißt, es ist die Bettplatte, dass die auch wirklich eine hohe Belastung aushält. Und auch hier wieder die Gasflasche bestimmt drin, oder? Genau, Ja. hier haben wir den Gastank drunter. Also alles hat hier auch seinen festen Platz. Genau. Gut, dann gehen wir rein. Ja, gerne. Auch hier wieder Allrad 4x4 steht groß geschrieben. Wie lange dauert denn die Produktion von so einem Fahrzeug? Das ist die reine Produktion, wenn man sagt, wir beginnen mit dem Kabinenbau bis hin zur Fertigstellung bei einem voll ausgestatteten Fahrzeug sind es ungefähr 2 Monate. Nur 2 Monate? Nur 2 Monate. Okay, ich hätte gedacht, ihr werkelt da. Und länger dran. die kleineren Fahrzeuge, die sind dann auch nach 3 Wochen ungefähr fertig. Okay. Und so ein Pickup, den schaffen wir in 2 Wochen. Ja, das geht doch. Gut, aber Das- wir haben inzwischen 100 Mitarbeiter, mehrere Gewerke, mehrere Spezialabteilungen, die natürlich einander zuarbeiten und damit Ja. kommen wir auf die Zeiten. Ah ja, stimmt. Das heißt, wenn ich mir so einen bestelle, dann hätte ich den auch in 2 Monaten, oder? habt ihr Leider noch- nein, wir haben entsprechend Vorlauf. Ja, Unser okay. Vorlauf ist jetzt ungefähr auf 2,5 Jahre runtergegangen. Ja, momentan kommt nicht mehr ganz so viel rein, was gut ist.
Eine gewisse Marktnormalisierung, eine Beruhigung und wir schaffen tatsächlich, dass wir jetzt auch ein bisschen wieder was rauskriegen. Und Die eure Lieferketten Kunden, sind wieder besser und also es geht alles wieder in die Richtung, dass man sagt, man kann irgendwann wieder von normal reden. und eure Kundschaft, kommt die überwiegend aus Deutschland oder Deutschland weltweit? und Schweiz. Deutschland und Schweiz. Okay, Ja. cool. Ja, auch hier haben wir wieder die bekannte Optik mit dem hellen Holz. Sisal ist mit verarbeitet. Da hast du auch angesprochen, der Grund ist, dass wenn man sich setzt, dann neigt man ja dazu, die Füße so abzustellen. Und je ist es. nachdem, wenn die Schuhe dann dreckig sind oder was weiß ich, man hat eine dunkle Sohle, hat man ja bei anderen Materialien zum Beispiel dunkle Streifen oder so. Und Sisal ist Genau. robust. Nicht umsonst wird es auch bei Kratzbäumen mit verschafft. Genau. Und dient zusätzlich noch ein bisschen für akustische Dämmung und Ja. Feuchtigkeitsausgleich. Ja, auch hier haben wir wieder das große Fenster und den Tisch kann ich aber entfernen, wenn Genau, ich das möchte, ist oder? jetzt eine Sondervariante, die wir an unserem eigenen Fahrzeug auch haben. Wie gesagt, das Fahrzeug geht zum Jahreswechsel in die Schweiz zu unserem Schweizer Händler als Vorführer. Und die wollten nicht den Einsäulen-Hubtisch haben, sondern die wollten einen eingehängten Tisch haben. Das haben wir auch, weil unsere Hunde liegen immer unter dem Tisch. Ach so, Und deswegen haben wir diese Fächermöbel da noch gebaut, wo man dann einfach sagt, ich habe noch mal eine Ablage, unten kann man noch mal Sachen reinschmeißen. Und dann haben wir entsprechend einen Einhängetisch, den man auch noch mal verschieben kann. Ja. Könnte ich zum Beispiel auch mit zusätzlichen Polstern hier auch eine Liegefläche draus machen? Selbstverständlich. Also Die hätten- Ausgleichspolster liegen irgendwo hinten drin, da hinten liegt's. Aha. Das heißt, ich kann die Polster zusammenschieben, Ausgleichspolster noch reinlegen und dann können da auch noch mal 2 Erwachsene schlafen. Gut, ansonsten haben wir hier wieder... Genau, weil wir gesagt haben, das Großes ist eine Bett. Familie. Vorne haben wir die Sitzgruppe gleich. Wir haben jetzt nur hier den Kühlschrank hier noch mit reingenommen. Entschuldigung. Es wird angerufen. Machen wir das mal schnell leise. Ja, ich sehe schon, auch die Hülle ist robust, oder? Ja, ja, hier ist alles auf Offroad ausgelegt. Also Offroad im Genau. Blut, würde ich So. sagen. Im Gegensatz zum 462 haben wir diese Ebene mit reingenommen, mit einer schönen Ablage. Üblicherweise würde da eine Kaffeemaschine stehen. Nochmal mit richtig großen Oh, wow, Schubläden, ja. wo man richtig was rein verschwinden lassen kann. Die gehen cool in die Länge. Ja, Ich bin ja großer Fan von Schubladen, Ja, weil so da Schränke, passt da also schiebt man richtig immer viel nach rein. hinten Ja, ja. und hier hat man die perfekte Übersicht. ja. Natürlich auch mit Softclose, ne? Ja, klar. Ja, du, das ist ein Bimobil. Das ist bis ins Das ist kleinste einfach, Detail ist das. robuster, solider Möbelbau. Ja, wir waren ja auch schon bei vielen anderen Herstellern, die haben auch Softclose, aber wenn man es dann ausprobiert, dann ist es dann doch nicht so richtig Softclose. Und dann hakelt es. Hier ist wirklich sehr gut geschmiert, alles auch sehr Ja, ja, und gut, hochwertige gut Qualität. eingestellt. Ne? Wie gesagt, die Inneneinrichter geben sich auch richtig Mühe. Genau. Im Vergleich zum 462, jetzt wieder mit dem Thema Familie, hier haben wir jetzt eine separate Dusche. Ja, also eigentlich wie zu Hause mit Schiebetür. Genau. Schau mal gerade, platzmäßig hat man da auch gut Platz. Ja, also auf jeden Fall sehr, sehr geräumig. So, hier sehe ich auch noch eine Klappe. Gilt die als Stauraum oder was verbirgt sich da? Zugriff zum Frischwassertank. Ah, okay. Dass ich da an den Handlochdeckel drankomme zum Reinigen. Und hier Ist noch mein Staufach. Staufach. Ah ne, Entschuldigung. Ah ne, man kommt hier Durchgang direkt nach hinten. Durchgang. Ja, du hast ja auch Hunde. Du hast ja bei dir quasi die Heckgarage zum Hundeparadies umfunktioniert, oder? Nein, meine Hunde sind vorne, hatte ich ja gesagt. Ah. Grundriss 462 und vorne ist nochmal Bett für die Tochter und die Hunde. Das heißt, der Ach so, Durchgang ja. zum Fahrerhaus geht bei uns durch die Hundebox durch. Okay, ich Und weiß im es Heck grad haben wir nicht. es tatsächlich ähnlich wie hier, dass wir halt hinten einfach nochmal im Heckstauraum im Keller Ah, okay. Zugriff haben. Und das Bett ist auch ziemlich, ich würde sagen, 1,40 auf 2 1,40 Meter. genau. Ja, viel Platz. Schönes, bequemes Bett, wo man sich wunderbar reinlegen kann. Und zum Beispiel jetzt um auf die, das nennt man jetzt nicht Lattenrost, wie nennt man das? Das ist das Folie-System, das ist so ein Tellerfedersystem, kombiniert mit den Optima-Matratzen, die wir haben, schläft man hier hervorragend. Ja, weil es gibt die klassischen Holzlattenroste. Ja,
worauf achtet man da bei der Auswahl? Oder ist das einfach, denken sich Hersteller, kostengünstig, gewichtmäßig? Das da ist natürlich gewichtsparend, ne? Das ist gewichtssparend, das ist sehr leicht, das ist sehr bequem. Man kann durch unterschiedliche Elemente oder Verstärkungen auch nochmal die unterschiedlichen Härtezonen einstellen. Hüftbereich, Schulterbereich, Beine und so weiter, dass man auch wirklich bequem liegt. Das kann man sich individuell anpassen. Und dem System ist es auch egal, ob ich längs oder quer oder diagonal schlafe. Bei einem Lattenrost ist es ja immer irgendwo in eine Richtung vorgegeben. Ich habe schon einmal erzählt, ich hatte im Hotel eine schlaflose Nacht und habe mich um 360 Grad überall hingedreht. Und ja, das ist dann natürlich praktisch. Oder manche Kinder, oder es gibt ja generell Leute, die im Schlaf irgendwie einen halben Marathon im Bett laufen. Genau. Gut, dann gehen wir weiter zum größten. EX600, genau. Eine zum 6 Meter größten Kabine. Modell, ja. So. Caravansalon Düsseldorf. Heute ist Machst du Montag. hier wieder Dichtkarte? Wir sind bei Bimobil und jetzt geht's zum EX600. EX600. Wir haben jetzt die ersten beiden Fahrzeuge auf dem Iveco Eurocargo. Iveco Eurocargo ist ein sehr einfacher, robuster LKW mit wenig Elektronik, also Distronic und sonst irgendwas ist da nicht, keine Abgasrückführung. Das ist ein wirklich weltreisetauglicher, robuster LKW, den man eher wählt für einen Offroad-Einsatz. Hier ist der MAN drunter. MAN ist ein sehr, sehr komfortables Reisefahrzeug. Richtig leise, richtig bequem, mit allen Helferlein, Spurhalteassistenz, Distronic und sonst irgendwas. Also wenn ich komfortabel reisen will, gehe ich auf den MAN. Wenn ich ins Offroad rein will, ein Eurocargo. Und wir bringen den EX540 zum Jahreswechsel auf den Mercedes Arox. Das wird dann auch nochmal ein richtig geländegängiges Fahrzeug. So eine Mischung zwischen, ich habe den Komfort und die Technik vom MAN. Und aber die Robustheit und Offroad-Fähigkeit vom Eurocargo. Das ist also eine super Sache. Aber im Prinzip kann ich mir dann kombinieren, wie ich möchte. Ich kann sagen, ich habe lieber einen MAN. Genau, es gibt Oder? alle drei Kabinengrößen dann auch auf allen drei LKW-Basisen. Sodass ich mir also wirklich sagen will, ich will in Richtung Offroad, ich will Richtung Komfort und so weiter. Das muss man dann dem Kunden entsprechend auslegen. Ja, der Flo zeigt ihn gerade einmal von vorne. Auch hier wieder eine schicke Optik in schönem Braunton. Aber ja, alles massive Fahrzeuge, Ja, die auffallen, ne? richtig. Auch hier sehe ich zusätzliche Scheinwerfer oder LED-Lichter und Die auch Kamera. absolut Sinn machen. Das ist nochmal eine Kamera nach vorne. Und wie gesagt, nochmal LED-Balken, die richtig gutes Licht nach vorne werfen. Was auch wichtig ist, dass ich von oben nach unten leuchte. Das heißt, wenn ich im Gelände oder auf der Piste über irgendwelche Kuppen fahre, dass ich möglichst früh da reinleuchte. Ja. Weil sonst habe ich immer sehr, sehr langen Schatten. Und wenn man dann eintaucht, dann gibt es immer so Überraschungen. Und wir gehen einmal von der Seite drumherum. Ich habe schon gesagt, auch letztes Jahr hat der Tiger in eurem Fenster gesessen. Gehört Ja, er der ist zum schon, glaube ich, Inventar? seit 15 Jahren wohnt er in irgendeinem Auto, saß auch schon mal auf einem Dach und hat von oben reingelacht. Und Ja, also wer hier auf den Caravansalon Düsseldorf kommt und den Tiger sucht, dann kommt zu Bimobil. Und auch hier sieht man auf dem Fernseher ein bisschen die Anwendungsbereiche. genau, Ne? das sind Szenen vom Offroad-Training. Wir bieten für unsere Kunden einmal im Jahr ein Anfängertraining an, einmal im Jahr ein fortgeschrittenen Training an, wo es dann deutlich technischer wird. Und wir machen jetzt in diesem Herbst, Ende November, Anfang Dezember, eine Pilottour und machen dann ein Offroad-Training in Tunesien, wo man das Thema Sand dann nochmal entsprechend spielt. Ich glaube, der Sven will da auch mit dabei sein, oder? Soweit ich weiß. Ja, das war aber beim Mitbewerb. Aha, Der macht okay. das beim Tobi Teichmann, Vorbild 24, aber ich habe die Idee mit diesem erweiterten Offroad-Training auch schon seit 10 Jahren. Wir sind es bloß nie dazu gekommen. Ja. Aber jetzt ist es soweit, dass wir das dann einfach machen. Haben unsere Kunden eingeladen, eine Auswahl, und ich freue mich drauf dann. Das wird eine gute Veranstaltung. Die Bimobil-Fahrer sind unter sich bestimmt auch so eine gewisse Community, oder? Das heißt, man kennt sich untereinander vielleicht so ein bisschen, oder ja, ich bin bestimmt so Bimobil-Fahrer grüßen sich miteinander, man kommt ins Gespräch. Selbstverständlich. Und wenn man irgendwo zusammen übernachtet, dann ist sofort so, dass die zusammensitzen. Stühle raus, Tisch raus, und dann wird über die Reisen und Erlebnisse diskutiert. Und das kann man nächtelang machen. Ja. Wie lange bist du so unterwegs? Machst du auch so also im Jahr mal eine Tour, oder Gut, erlaubt dadurch, das? dass es meine Firma ist, habe ich natürlich viel zu wenig Zeit. Wir haben jetzt tatsächlich
Letzten und vorletzten Winter nach Nordskandinavien geschafft, sind wir vor Weihnachten losgefahren und dann zur Messe CMT wieder zurückgekommen. Vor 2 Jahren waren wir dann 100 Kilometer südlich von Kiruna, haben wir umgedreht. Dann war die Zeit zu Ende. Und dieses Jahr waren wir auf der Höhe Ivalo, Nordfinnland. Deutlich nördlich Polarkreis mit viel Schnee. Und das ist halt das. Kann man auch schönes Abenteuer erleben. Ja, aber vielleicht kommt ja irgendwann noch eine Zeit, wo du wirklich nur noch unterwegs bist. Das ist der Plan. Reisemobil EX600 haben wir hier, also das größte Modell. Ist das wirklich das allergrößte, das es bei euch im Sortiment gibt, oder geht es noch größer? Das ist das Größte, was wir serienmäßig anbieten. Wir haben auch schon mal noch größer gebaut, aber das war dann eine Sonder. So, ich begrüße mal den Tiger. Hallo, Ja, fleißig. fleißig beim Aufpassen. Ja, er begrüßt fleißig die Gäste hier auf dem CSD. Wenn wir nicht aufpassen, dann liegt gerne mal auch einer von unseren Wolfshunden da oben und lächelt raus. Das schaut dann auch immer sehr spektakulär aus, aber wir wollen das einfach nicht, dass sie auf dem Tisch liegen. Aber wie sie so sind, es kann passieren. Ja, es ist wie bei Katzen, ist das ja noch schlimmer. Denen Genau, kannst du gar man nichts kann so verbieten. wunderbar rausschauen. Hast du die auch wieder dabei hier auf der Messe? Die Deine sind Hunde? hinten, ja. Ah, Die cool. sind hier auf dem Messestand Sehr schön. drin. Und gegen Nachmittag, wenn es denen langweilig wird, dann hört man sie auch gerne mal heulen. Ah, ja, ich glaube, letztes Jahr haben wir sie gehört, oder? Da haben wir uns noch gewundert, ob das nicht irgendwie ein Soundmodul ist. Nein, das ist echt und Das live. Also, wenn ihr auf dem Caravansalon in Düsseldorf seid und Hunde heulen hört, dann Klingt wie seid ein ihr- Wolfsgeheul und dann seid ihr bei Wimobil. Genau. Genau. Einfach dem Ja. Geheule hinterher. Auch hier haben wir ein großes Bett, noch mal größer als Diesmal bisher, Längsbetten. ne? Ja. Genau. Nochmal ein größeres Badezimmer, größere Dusche und Längsbetten im Heck. Ja, sodass man sagt, hier habe ich einfach nochmal mehr Wohnkomfort, aber durch die Fahrzeuglänge halt schon wieder im Wald und bei Serpentinen eingeschränkte Offroad-Fähigkeit oder Beweglichkeit. Sodass der Kunde halt immer überlegen muss, ist die Beweglichkeit, die Mobilität wichtiger oder ist das Wohnen wichtiger? Und so kann er halt frei wählen, welches Basisfahrzeug brauche ich, welche Wohnkabinengröße fühle ich mich wohl. Aber ihr beratet ja sicher dann auch, wenn jemand so noch unsicher ist, welches Fahrgestell ist zum Beispiel richtig geeignet für mich, dann wird da so eine Auf jeden kleine... Fall, gerade wenn man Iveco Daily nimmt, den muss man vorher Probe gefahren haben, ob man mit dem Fahrzeug zurechtkommt. Das ist kein Auto für jedermann, aber wer sagt, damit komme ich zurecht, dann ist es super. So wie ein Defender. Den mag man oder mag man nicht. Ja, es Und das gibt die Gleiche Fans, gilt, ne? genau. Und das Gleiche gilt beim Iveco Daily auch. Mag man oder mag man nicht. Und ansonsten eine Beratung bei uns, die dauert mindestens einen halben Tag, normalerweise einen Tag, bis man alle Optionen mal durchgegangen ist, auch mit dem Kunden abgeklopft hat, wie die unterwegs sein wollen, was die vorhaben, welche Jahreszeiten die bereisen wollen. Wenn einer sagt, ich will immer und überall hinfahren können, sagen wir immer, können wir bauen, ist aber dann teuer und schwer, wenn man einfach gewisse Größe hat und alle Optionen reinbaut. Wenn jemand sagt, nein, ich bin bloß im Sommer unterwegs zur warmen Jahreszeit, kann das Auto kleiner bleiben, wenn man halt einfach ganz viel draußen wohnt. Wenn einer sagt, nee, ich will auch mal 4 oder 5 Wochen im Winter drin wohnen, dann ist ein gewisses Wohnvolumen schon sehr komfortabel. Man hat dicke Klamotten, man hat die Feuchtigkeit, man ist ganz viel drin. Ja, wie gesagt, unsere Wintertour, wo ich gerade erzählt habe, es ist halt in Nordskandinavien gerade mal 3 oder 4 Stunden dämmerig. Die Sonne haben wir nicht gesehen. Ja, Ja, im Norden. Erst wieder so auf Höhe Stockholm, da kommt die Sonne wieder raus. Weiter nördlich ist es einfach nur dämmerig. Ja, hat man 4 Stunden blaue Stunde, gibt tolle Bilder. ja. Da in der Zeit muss man halt dann schauen, dass man seine Outdoor-Aktivitäten macht. Und ansonsten sitzt man ganz viel drinnen und genießt die Stille. Ja, aber auch schön, ne? Es ist fantastisch, weil die Stille ist dann echt still. Ja. Ja, auch hier haben wir wieder das charakteristische große Fenster. Flo schwenkt einmal rüber. Ansonsten haben wir ja wie eigentlich fast jedem Dometic-Kühlschrank und Gefrierkombi. Dometic ist eigentlich überall vertreten, oder? Richtig, die machen halt einfach reisemobil-zertifiziertes Zubehör und da greifen wir drauf zurück. Und wie sieht's aus? Ich frage mich immer, wenn die doch für fast alle Hersteller bauen, hat man da nicht auch irgendwie mal Wartezeiten? Kommen die wirklich mit ihren Zahlen hinterher oder kann es mal vorkommen, dass Das ist ein man... Massenhersteller. Manchmal würde man sich einen Ticken mehr Qualität wünschen, aber dann muss ich auf Nicht-Reisemobil-Kühlschränke zurückgreifen und die waren dann nie auf dem Rütteltisch und dann weiß man nicht, ob die mehrere Tage Piste aushalten oder nicht sich dann irgendwas löst.
ein guter Haushaltskühlschrank ist halt deswegen noch lange kein pistentauglicher Kühlschrank. Ja klar, ein Deswegen muss Haushaltskühlschrank. man halt auch einfach auf die Variante für die Mobilität zurückgreifen. Gut, dann gehen wir raus. Das war der kleine Rundgang. Wir drehen noch ein Video von der Messeneuheit und dem brandneuen Modell. Flo hat die Kamera in der Hand. Der Abstieg ist ein bisschen kompliziert, aber das schaffst du. Ja, also man braucht auf jeden Fall eine Treppe. Jetzt mal doof gefragt, wie kommt man denn in das Fahrzeug rein, wenn man nicht die Messetreppe da hat? Hinter diesem Deckel Ja. kommt eine Scherentreppe raus, Ah, okay. Ja. Also die man sich muss dann so auffaltet, sodass man sehr bequem raus und einsteigen kann. Nur wir haben bei dieser Scherentreppe kein Geländer. Und Ja. das sind 1,60 Meter Höhe. Ach so, ja. Und wenn ich dann ganz viel Sonntagspublikum habe auf so einer schmalen Treppe ohne Geländer, irgendwann lässt es mir mal jemanden runter. Ja, Und deswegen und stellen wir einfach diese Bühnen dran mit Geländer. Und das ist dann deutlich messetauglicher. Ja, es ist schon fleißig besucht, die Messe hier. Ja? Ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview Ja, vielen Dank auch. und wünsche noch viel Spaß auf der Messe. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten und denkt dran, abonniert German Television, lasst ein paar Kommentare da und liked das Video.